Hartschaumziegel für den Tabletop-Geländebau zuzuschneiden ist ja an sich keine große Sache. Aber sobald die Ziegelumrisse unregelmäßig sein und trotzdem zusammenpassen sollen, wird's schon etwas knifflig. Und genau dafür sind die Tipps und Techniken für XXL-Ziegel in den folgenden Minuten gedacht. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TEWS. Kleine eckige Ziegel, große eckige Ziegel und abgerundete Ziegel. All diese Schneidetechniken habe ich euch ja schon in früheren Videos gezeigt, die ich nochmals für euch oben und in der Videobeschreibung verlinkt habe. Was ist also nun das Besondere an XXL-Ziegeln, außer dass sie schlichtweg größer sind? Nun nehmen wir mal einen einfachen Hartschaumblock und schneiden daraus große Ziegel zu. Alle wie üblich schön rechtwinklig und klassisch eckig. Aber durchaus auch ein wenig langweilig. Deutlich spannender wird die Form des Hartschaumblocks bereits dadurch, indem man die hohen Seiten ganz einfach anschrägt. Und statt diesen Block nun immer parallel waagerecht durchzuschneiden, wie wäre es dann mal mit leicht schräg? Und wie wäre es danach auch schräge Schnitte für die senkrechten Fugen auszuführen? Sieht optisch doch viel spannender aus, oder? Noch interessanter wird sogar, wenn man einige Ziegel zudem in ihrer Tiefe oder Breite kürzt und außerdem an den Kanten abrundet. Fertig strukturiert sieht ein Turm aus solchen unregelmäßigen XXL-Ziegeln dann beispielsweise so aus. Und natürlich kann man auf diese Art auch Mauern und vieles andere bauen. Also, los geht's mit dem XXL-Ziegel-Tutorial. Um XXL-Ziegel aus Hartschaum zuzuschneiden, bietet sich natürlich ein Heißdrahtschneider an. Alternativ geht aber auch ein Cutter bzw. großes Messer, wobei ihr immer auf eine scharfe Klinge achten solltet. Schneidet zunächst die Grundform eures Turms, Gebäudes oder eurer Mauer zu. Um euch die grundsätzliche Technik für XXL-Ziegel zu zeigen, nehme ich einen simplen Quader von etwa 8 x 8 cm Grundfläche und 10 cm Höhe. Danach schräge ich die langen Seiten an, indem ich den Draht schräg stelle. Ich wähle etwa 7 Grad, ihr könnt aber auch ganz nach Geschmack ein paar Grad mehr oder weniger nehmen. Diese schräge Einstellung könnt ihr übrigens erstmal beibehalten, um den Block mehrfach waagerecht durchzuschneiden. Je nachdem, wie ihr euren Block dabei ansetzt, werden alle Blockseiten schräg geschnitten oder nur die zwei gegenüberliegenden. Schaut euch daher vor einem neuen Schnitt immer an, wie der Draht den restlichen Block zerteilen würde und ob euch der Winkel eures Drahts und die Schneiderichtung durch euren Block gefällt. Markiert dann zur besseren Übersicht, wo und wie die einzelnen Schichten übereinander passen, denn gleich werden sie weiter in Ziegel unterteilt. Schneidet vorher aber noch alle Ecken mit einer scharfen Klinge ab, das spart später einiges an Feinarbeit. Ebenso bietet es sich an, jetzt schon die Außenflächen mit zum Beispiel einem Stein zu strukturieren. Das geht natürlich auch alles später an den einzelnen Ziegeln, aber dann ist es deutlich mühsamer. Je nachdem wie groß eure Schichten sind und wie viele Schnitte ihr plant, zeichnet auf den Ober- und Unterseiten noch ein paar Linien als Orientierung für das spätere Zusammenkleben der einzelnen Ziegel ein. Danach werden aus den Schichten nach und nach die einzelnen Ziegel herausgeschnitten. Macht das allerdings nicht wahllos, sondern schaut euch Schicht für Schicht an, wie die einzelnen Ziegel übereinander liegen würden. Achtet immer auf versetzte Fugen, die unterschiedlich schräg sind und in verschiedene Richtungen verlaufen. Legt die Ziegel einer Schicht immer zusammen beiseite, um danach die äußeren Ecken der Ziegel zu brechen, indem ihr ein paar Millimeter abschneidet. Drückt auf diese neuen glatten Flächen dann nochmals kurz mit eurem Stein herum. Optional könnt ihr eure Ziegel nun auch in der Tiefe und Breite kürzen. Am einfachsten ist es, hierfür die Ziegel auf den Innenseiten parallel abzuschneiden. Der Draht am Heißdrahtschneider muss dabei übrigens wieder senkrecht stehen. Aber sobald ihr mehr als 2 bis 3 mm abschneidet, können Höhenunterschiede entstehen, die man dann von außen sieht. In dem Fall solltet ihr die Ziegel an den Außenseiten abschneiden und danach nochmals strukturieren. Ja, das ist etwas fummelig, aber es lohnt, denn ein versetzter Ziegel hier und da lockert jede Front angenehm auf. Danach könnt ihr auch schon alle Ziegel Schicht für Schicht zusammenkleben und euren Turm nach dem Trocknen bemalen. Und völlig egal, was ihr aus XXL-Ziegeln bauen möchtet.
Schneidet immer erstmal aus Hartschaum den oder die Grundkörper zu, um diese dann schräg in Schichten durchzuschneiden. Schneidet dann die Ecken ab, strukturiert die Außenseiten und macht euch danach ans Zuschneiden der einzelnen Ziegel. Und wenn ihr manche Seiten eurer Hartschaumblöcke im selben Winkel abschneidet, passen eure Geländestücke später sogar nahtlos zusammen wie diese Mauer und dieser Turm. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und bin gespannt, welche Gebäude, Ruinen oder sonstige Geländeideen ihr mit XXL-Ziegeln umsetzt. Schreibt's gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!